Willkommen in New York. Ich bin hier mitten am Times Square. Wir werden die nächsten 5 Tage uns hier alles anschauen. Upper Manhattan, Lower Manhattan, Brooklyn und. Und ich zeige euch die geilsten Food Places. Ich habe eine Liste mit 150 Restaurants. Die werden wir nicht alle testen, aber einiges. Bleibt dran. Rein in die Stadt. Welcome to One World Observatory. Das ist einfach Reizüberflutung vom Feinsten. Das Empire State Building. Holy shit! Aber ich bin so hyped für den Burger. Willkommen in New Jersey, da sind wir zum Start. Also wir werden uns natürlich jetzt New York angucken, aber da ist unser Airbnb in so einem Suburbs. Das werde ich euch morgen aber zeigen, denn wir gehen jetzt direkt ins erste Highlight. Wir sind jetzt nach 15 Stunden hier angekommen, sind komplett exhausted. Wir werden jetzt aber den Bus nehmen, denn der fährt direkt von hier los bis in die Innenstadt und da werden wir uns Times Square angucken und die ersten Sachen essen. Mike aus dem Off, sag doch mal, was passiert eigentlich in diesem Video alles? Falls ihr mich nicht kennt, ich bin Mike. Food-Connoisseur, Geschichtsfreak und Reiseliebhaber. Und in Teil 1 unserer New York-Reihe machen wir Lower Manhattan unsicher. Wir schauen uns das Ganze vom One World Trade Center an und machen den Financial District, Chinatown und Little Italy unsicher. Und dabei gibt es viel zu essen und viel zu sehen. Wir sind in Midtown Manhattan. Ich habe ja gesagt, wir werden viel essen und deswegen werden wir gleich zu Beginn erstmal einen Essspot suchen und zwar eine Pizza. Bei Zillion's Pizza soll es richtig geile Pizzastücke geben und die schauen wir uns mal an. Guckt euch das Slice an. Richtig geil, richtig New York-Style und es fällt auch nicht in sich zusammen. Der Laden mega urig, von außen sieht es aus wie so ein richtig alter Laden. Wir haben eine riesige Auswahl, man kann hier auch Sandwiches bekommen. Das Slice-Stück hat jetzt irgendwie $4,50 gekostet, ganz angenehm. Und die Pizza schmeckt richtig gut, richtig fettig, richtig amerikanisch. Das ist ein richtig guter Start in den Trips. Das ist also die perfekte Grundlage für unseren Marsch. Denn eins ist gewiss, New York ist riesig. Und wir machen uns direkt auf zum Times Square, denn der ist gar nicht so weit weg. Ja, gerade bei Nacht ist natürlich Midtown Manhattan so bekannt wegen des Times Squares. Also nach der Pizza sind wir jetzt direkt hier am Times Square und es leuchtet alles schon. Dabei ist das noch gar nicht der direkte Times Square, aber es ist schon krass. Also so stellt man sich New York wirklich vor. Es ist einfach so krass, alles so hell. Hier ist noch dieses AMC IMAX Kino und dann gibt es überall diese kleinen Taco-Stände und generell Halal-Fressstände. Und hier gibt es so viel, so ein Dallas Barbecue und. Das ist einfach Reizüberflutung vom Feinsten. Times Square, es ist einfach so übertrieben voll, überall Musik. Ich habe es ja vorhin schon Reizüberflutung. Und schaut euch diese riesen Bildschirme an, es ist wirklich wie in dem Film, noch krasser. Es ist einfach taghell, obwohl es dunkel ist. Überall ist es laut, aber wenn man hier ist, kurz vor diesem großen Gebäude und dann über diesen Rillen steht, also die unter mir sind, dann hört man einen Sound, das wurde 1977 eingebaut von einem Künstler. Viele Leute übersehen das, ist aber auch mal was anderes hier. Aber an sich ist es halt sehr leise, weil hier geht ja überall was ab. Ne? Aber das ist natürlich nicht das einzige, ich sag mal, Kunstobjekt. Ich meine, was das ist, erkennt man sofort. Und dann ist ja auch so ein riesiger Hotdog. Keine Ahnung, was er machen soll, aber auf jeden Fall ist der riesig. Und nebenbei sind Leute am Tanzen. Das ist einfach wild. Der Times Square ist eben nicht nur voll mit Touris, sondern auch denen, die sich gern zur Schau stellen. Vor allem die Tänzer, aber auch Maskottchen und halbnackte Frauen, mit denen man Fotos machen kann. Aber wer kommt denn dafür an den Times Square? Naja. Gut ist auch, dass es hier alles so auf Entertainment, Tourismus ist. Und dann gibt es ja dieses kleine Police Department, das extra für den Times Square hier ist. Passt hier irgendwie gar nicht rein. Diese kleinen Fressstände überall. Wir werden in den nächsten Tagen safe mal irgendwo was testen. Zumindest einen Hotdog. Aber jetzt habe ich was anderes zu essen rausgesucht. Und zwar eine Institution, die man auf jeden Fall getestet haben muss.
Nicht unweit vom Times Square ist ein 7th Street Burger. Das ist eine Kette, die gibt es überall hier. Und die sollen den krassesten Smashburger haben. Die sind sehr einfach. Die haben einen Cheeseburger, einen Double Cheeseburger und das gleich auch nochmal in Veggie-Varianten. Viel mehr haben die gar nicht. Ist so ein bisschen wie Goldies in Berlin, falls ihr die kennt. Richtig geil. Die sind ein bisschen auch inspiriert hiervon geworden. Also das ist die Inspiration für Goldies, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber ich bin so hyped für den Burger. Alter Falter, guckt euch mal diesen Burger an. Der hat das Martinsbun, wie auch Goldies. Der hat eine leichte Soße, die ist sehr schön cremig, hat ultra dünnes, saftiges Fleisch. Schmeckt richtig krass. Sehr clean, also man hat nicht super viele Geschmäcker drin, also so viele Soßen, wie man es aus Deutschland zum Beispiel zum Teil kennt. Aber er ist einfach unglaublich geil. Was ein Burger. Krass. Definitiv ein Food-Highlight in New York auf dieser Reise. Und gestärkt schauen wir uns weiter um, denn hier ist echt Sehenswürdigkeit nach Sehenswürdigkeit zu finden. Ein Stück weiter runtergegangen und sind jetzt direkt am Madison Square Garden, der berühmt ist für seine ganzen Sportaktionen. Gerade heute sind auch die Playoffs von den Knicks. Ein Ticket kostet aber mehr als 500 € wahrscheinlich. Wir gucken uns trotzdem noch mal kurz um, aber wir machen ja auch noch am 3. Tag, werden wir uns Upper Manhattan hier noch genauer angucken mit Central Park und Co. Da seht ihr dann noch viel mehr darüber, dann sage ich euch noch ein paar mehr Details. Wir schauen uns jetzt noch ein bisschen um und dann springen wir auch schon den nächsten Tag, denn jetzt geht es dann nach Lower Manhattan, aber das seht ihr gleich. Am Ende ist der Garten von außen nicht wirklich interessant. Ist ja eine Mehrzweckhalle am Ende nur. Aber schon sehr cool, die Eingänge der NHL und NBA zu sehen. Zu dem Zeitpunkt waren auch beide Teams noch in den Playoffs. Aber jetzt wird's Zeit für Tag 2, denn wir haben einiges vor. Tag 1, also der erste richtige Tag. Wir sind im Airbnb in New Jersey, hatte ich ja gestern schon erwähnt. Wir haben uns für New Jersey entschieden, weil es einfach deutlich billiger ist. Also wir bezahlen jetzt nur, ich schreibe unten rein nochmal die genaue Zahl, aber so etwa 1500 für 6 Tage. Aber alles in der Stadt wäre deutlich teurer gewesen, beziehungsweise wir hätten uns in irgend so ein kleines Hotel reindrücken müssen. Hier haben wir 3 Zimmer. Bert und ich schlafen in einem Zimmer, dann haben wir noch ein großes Zimmer, wo Walle pennt. Wir haben ein großes Badezimmer, wir haben eine große Küche, hier ein Wohnbereich, alles easy. Unten draußen ist auch geil, weil es ist so ein bisschen Suburb-Style hier. Heißt, wir haben so eine kleine Porch gefühlt. Süßes kleines Haus ist das nämlich. Unten wohnt der Vermieter, oben sind halt wir und haben unsere eigene Etage. Und bis in die Innenstadt brauchen wir halt 45 Minuten. Das ist schon nicht wenig, aber man sollte New York ja eh so planen, dass man sich in Bezirken immer auffällt, heißt nicht so, oh, wir fahren mal dahin, weil dann bist du halt mehr unterwegs als alles andere. Deswegen werden wir ja heute Lower Manhattan machen, heißt wir fahren 40 Minuten gleich in die Stadt und sehen uns das dann da an. Und das machen wir jetzt mal, denn ich habe was Schönes zu essen zum Frühstück rausgesucht. Übrigens für USA hat New York schon ein krasses Public Transport System. Es ist aber trotzdem nicht geil. Die Busse sind so ein bisschen meh. Wir sind jetzt hier im Zug, wir nehmen den Path von Jersey rein nach New York City. Geht dann ganz schnell. Was gut ist, man kann mittlerweile überall mit Kreditkarte einfach dran halten und zahlen. Ist gar nicht mehr so komplex, dass man irgendeine Metrocard oder sowas braucht. Ne? Also alles easy. Wir sind jetzt am One World Trade Center bzw. der Subway Station oder Train Station und die sieht krass aus wie eine Kirche. Schaut euch die mal an. Einfach unglaublich clean. Und das Gute, hier sind wir wirklich nur ein paar Meter entfernt vom ersten Stop. Denn wir wollen hoch ins One World Trade Center. Wir sind hier im Aufzug. Sorry, der Sound ist scheiße, Mikrofon ist nicht drauf, weil wir sind jetzt im One World Trade Center und in diesem Aufzug sieht man, wie die Stadt immer größer geworden ist. Einfach insane. Nach 40 Sekunden ist man dann auch schon auf über 300 Metern Höhe und bekommt eine kleine Show im Dunkeln, bei der am Ende der Vorhang hochgeht und man einen Blick über die ganze Stadt erhaschen kann. Und die Aussicht ist einfach phänomenal. Wir haben, glaube ich, irgendwie $50 bezahlt. Wir haben die Day-and-Night-Experience genommen. Heißt, wir dürfen hier zweimal rein. Das Wichtigste ist nur, du kommst nicht in den Stoßzeiten, du kommst vorher. Dafür haben wir Prioritize Entry. Wir haben noch so ein Tablet bekommen, damit wir sozusagen sehen, was ist. Und wir dürfen bei Nacht hier wieder rein. Wichtig ist, ihr müsst einmal morgens reingegangen sein. Und für uns geil, wir direkt vorm Frühstücken hingegangen und haben so eine geile Aussicht. Und ehrliche Meinung, selbst mit Höhenangst fühlt man sich hier komplett sicher. Das ist eine der schönsten Erfahrungen, die man in New York sicher sammeln kann und eins meiner absoluten Highlights. Hier hätte ich Stunden verbringen können.
Wir werden nachher nochmal hoch, deswegen zeige ich euch jetzt einfach die Highlights davon, weil wir haben ja dieses Day-and-Night-Ticket. Das hat jetzt nur $15 mehr gekostet als das normale Ticket und wir hatten trotzdem Priority drin. Und wenn man ein normales Ticket mit Priority hat, kostet es genauso viel. Lohnt sich auf jeden Fall. Wir kommen nachher nach 5 Uhr hoch und das sind die Highlights davon. Wir sind jetzt noch an dem 9/11 Memorial, wo man sozusagen die Überreste bzw. die Grundmauern sieht, wo das World Trade Center vorher stand. Hier gibt es natürlich auch noch ein Museum dazu, ein Memorial-Museum. Das soll sich mega lohnen. Wir haben jetzt aber nicht so viel Zeit, deswegen machen wir jetzt keine Museen hier. Aber wenn ihr mehr Zeit habt, gönnt euch das. Auf jeden Fall, es soll Hammer sein und ist schon krass hier. Fast bei unserem Bagelladen, der ist an der Wall Street und hier sind wir an der Trinity Church gerade und für Nicolas Cage-Liebhaber, das ist die Kirche aus Vermächtnis der Tempelritter, wo der Schatz am Ende ist. Voll geil, die Kirche mitten so zwischen riesigen Hochhäusern und innen drin auch noch so ein alter Graveyard. Passt hier irgendwie nicht rein, macht's dann aber irgendwie wieder cool. Die Kirche gibt es schon seit 1846 und hatte sogar Auftritte in Assassin's Creed 3, dem Videospiel. Also wirklich in allen Medien zu finden. Vor mir ist es Liberty Bagels. Die sollen richtig geile Bagels haben und das gehört zu einem New York Trip dazu. Und ich habe auch richtig Hunger mittlerweile. Ich habe mir den Bacon Egg and Cheese Bagel geholt. Richtig geil. Das Ei schmeckt gut. Der Käse, kannst du nichts falsch machen. Hat mich jetzt $9 gekostet. New York ist halt nicht billig, ne, sag ich immer wieder. Aber es ist ein großer Bagel und schmeckt echt gut. Und Bird und Walle haben auch noch richtig geile Bagel bekommen mit Pastrami und mit Hash Brownie und Sausage drauf. Hammer. Und die haben ja auch so Mixed Bagels und auch so Rainbow Bagels, aber auch so French Toast Bagels. Und es sieht alles sehr, sehr lecker aus. Das ist eine Kette, die gibt es überall hier in New York. Hier gibt es wahrscheinlich sehr viele krasse Bagelladen, aber ich fand den für den Start sehr geil. Generell merkt euch eins für Bagels hier in New York. Ihr habt eine riesige Auswahl. Also nicht nur an Läden, sondern auch an Toppings wie Mohn oder Sesam, aber auch Spreads, also sowas wie Cream Cheese. Denn das packen die hier drauf und die Auswahl ist echt fantastisch. Da der Bagelladen ja auch direkt an der Wall Street fast ist hier auch eines der bekanntesten Sachen. Ihr seht die Schlange hier, denn die wollen alle mal dem Stirn an die Hoden. Denn hier ist dieser bekannte Bulle. So ganz verstehe ich den Hype nicht, vor allem bei der langen Schlange. Dafür gibt es jedoch viel mehr zu sehen, vor allem die kleinen und großen Parks. Was ich an dem Financial District noch sehr interessant finde, außer die ganzen Hochhäuser, dass es hier ab und zu kleine Monumente gibt oder so ein paar alte kleine Häuser im Nichts, die einfach so zeigen, diese alte Geschichte von New York, dass es halt eben nicht nur alles modern und niegelnagelneu ist. Auch mal was anderes. Hier ist auch der Battery Park, direkt am Financial District, der direkt am Hudson River ist, beziehungsweise an der Südspitze von Manhattan. Das ist ein okayer Park, würde ich sagen. Ich finde so die Parks generell, bis auf den Central Park, wo wir dann wahrscheinlich im nächsten Video sind, nicht so krass hier vergleichbar mit dem, was wir in Europa haben. Aber wenn die Hochgehäuser im Hintergrund, wie die ganze Zeit schon, macht es schon wieder cool. Hier nebenan ist auch die Staten Island Ferry. Das ist die Ferry, die fährt von hier nach Staten Island und ich glaube, die ist for free oder super billig. Und das ist so ein Geheimtipp, weil man, mittlerweile kein Geheimtipp mehr, weil man sozusagen relativ nah an der Freiheitsstatue vorbeifährt und so dann schon coole Bilder machen kann. Und das dann halt im Billig machen kann. Aber ansonsten, passt auf, hier sind sehr viele Scammer, die versuchen euch irgendwelche Ellis Island oder Liberty, also Freiheitsstatue, Touren anzubieten. Gibt aber eigentlich nur eine, die das wirklich darf, also nur einen Anbieter. Deswegen passt da auf. Die Ellis Island und Liberty Tour schauen wir uns übrigens im letzten Video dieser Reihe an. Bleibt also weiter spannend für euch. Aber wir gehen erstmal weiter zur bekanntesten Straße hier, der Wall Street. Irgendwie auch nicht so spannend, sind einfach nur einige große Gebäude und bekannt ist sie natürlich wegen dem Stock Exchange Markt, also sozusagen der Börse hier. Funny ist, was eigentlich an der Broad Street ist, also gar nicht an der Wall Street selber. Aber deswegen ist die Region so bekannt, deswegen ist es der Financial District, weil sich alles hier um die Börse dreht. Das ist so das Manhattan von Manhattan. Ha. Ja, und von hier ist jetzt unser Next Step Canal Street. Canal Street ist bekannt, weil da startet Chinatown, daneben ist Little Italy und dann kommen wir heute noch zu Soho, NoHo und noch einige richtig krasse Food-Sachen wie Katz's Deli und sowas. Es wird auf jeden Fall spannend bleiben und dafür machen wir jetzt aber erstmal den Weg dahin. Wir wollten eigentlich viel gehen,
Wir merken aber jetzt schon, es ist gerade erst 12 und wir sind schon einiges gegangen. Deswegen nehmen wir zum ersten Mal die Subway. Ist ja auch was Besonderes. Gerade im Vergleich mit Städten wie LA ist der Nahverkehr hier echt angenehm und wir machen vor allem einige Kilometer gut, die wir sonst hätten laufen müssen. Und wirklich unangenehm oder dreckig war es in der Subway nicht. Von da geht es dann also in die Canal Street, denn die bildet sozusagen das Rückgrat von Chinatown in Manhattan. Über ein Jahrhundert war das nämlich die Grenze zwischen Little Italy und dem Viertel der chinesisch-amerikanischen Einwanderer. Mittlerweile ist Little Italy am Aussterben und wird von Chinatown übernommen. Aber gerade die Mulberry Street lässt das Gefühl der 20er Jahre und die Hochzeit der italienischen Ecke noch aufleben. Das Geile hier sind die alten Gebäude. Ne? Man sieht überall diese alten Gebäude mit diesen Feuerleitern wie aus Godfather. Und es ist nur noch diese Straße jetzt, die so ein bisschen diesen italienischen Vibe aufrechterhält. Und die kämpft sehr hart, um eben Chinatown rauszuhalten. Aber es sieht echt cool hier aus. Ich bin überrascht. Ich dachte, das wäre echt eine viel kürzere Straße. Hier gibt es echt noch sehr viele italienische Restaurants, die sehr lecker aussehen. Aber wir wollen uns lieber was aus dem Chinatown holen, denn da habe ich was Cooles rausgesucht. Und deswegen geht's über die Mott Street, die mittlerweile einen chinesisch-italienischen Mix darbietet, zurück ins Geflecht von Chinatown. Irgendwie mag ich's hier. Ich finde diese ethnischen Towns, also sowas wie Chinatown, wo ethnische Gruppen sich zusammensetzen, immer wieder spannend, weil sich das dann wirklich kurz so anfühlt, als wäre man wieder in einem anderen Land. Und hier in New York gibt es ja sehr viele. Ne? Es gibt Little Brazil, es gibt Koreatown und es gibt sogar ein deutsches Viertel, das wohl nicht mehr so aktiv ist, weil sehr viele damals bei einem Schifffahrtsunglück gestorben sind. Vorher gab es ja aber auch einen Germantown, aber trotzdem, es ist so krass hier überall. Ich habe ja gesagt, wir holen uns noch einen Snack. Und zwar sind wir bei Mei Lei Wah gewesen, mitten in Chinatown. Da gibt es für 2,55 $, also $2,55, super billig, solche Pineapple Pork Buns. Das Bun ist super fluffig, sehr süß. Also nicht sehr süß, aber süßlich. So ein bisschen wie so ein Berliner, würde ich sagen. Was würdest du sagen, wie würdest du es? Bisschen wie eine Süßspeise schon. Ja. Ja, so eine Süßspeise und drin ist dann aber Pork. Und das ist richtig geil gegart und gut, salzig, gut. Ja, kann man auf jeden Fall essen. Ist mal was ganz anderes und vor allen Dingen super billig. Und wenn man hier in Chinatown ist, so ein kleiner Snack, den man sich auf jeden Fall gönnen kann. Neben der Mott Street und der Canal Street gibt es natürlich jede Menge andere Straßen. Aber die Dyer Street ist wohl eine der ältesten Straßen, die hier so das geschichtsträchtige Chinatown so ein bisschen besser zeigen. Und dann geht es auch von da direkt in den Columbus Park. Da kann man sich so ein bisschen ausruhen und so ein bisschen noch genießen. Wenn ihr ein paar Minuten habt, empfehle ich euch auf jeden Fall noch in den Columbus Park zu gehen. Erst ist da eine Toilette und hier ist hier freie Toiletten. Und hier ist sogar eine chinesische Statue und hier treffen sich die ganzen chinesischen RentnerInnen und spielen irgendwelche Kartenspiele. Und da siehst du richtig große Gruppen von denen sitzen. Und fühlt sich echt cool an. Ab und zu hat man ja auch noch Musiker hier, die auf traditionellen chinesischen Instrumenten Musik spielen. Hammer. Auch das eins meiner absoluten Highlights, wenn ich in New York bin. Hier vergisst man schnell, dass man eigentlich in Nordamerikas größter Metropole steckt. Es fühlt sich eher an, als wäre man tief in Fernost und mit der Ruhe und Gelassenheit der älteren MitbewohnerInnen um einen rum macht es einfach sehr viel Spaß, hier zu sitzen. Wir sind jetzt in Richtung Osten, die Canal Street weitergegangen und haben dann hier so einen coolen Feuerwehrwagen gesehen. Okay, eigentlich haben wir was anderes gesehen, das viel cooler noch ist. Und zwar das originale Ghostbusters-Haus aus den ersten Filmen ist hier. Kann man sich genauso angucken, da ist sogar das Ghostbusters-Zeichen drüber. Ziemlich cool. Leider ist hier gerade ein Feuerwehrwagen vor, also kann man das sich nicht in toll angucken. Und hier ist irgendwer, der laute Geräusche macht. Na klasse. Wir gucken uns als nächstes aber jetzt Soho und NoHo an. Das ist hier so ein bisschen fancy, ein bisschen schöner. Mal gucken, ob wir da noch einen Snack mitnehmen. Und dann geht es nachher auf jeden Fall noch in die Lower East Side. Auch wenn Soho und NoHo jetzt wahrscheinlich nicht die typischen Sehenswürdigkeiten in New York darbieten, so wie die Empire State Building und Co. Es ist aber eine schöne Neighborhood, auf jeden Fall da, wo die Reicheren wohnen. Hier sollen auch ab und zu die Stars rumlaufen, wie Timothée Chalamet, Jonah Hill und keine Ahnung was. Gute Kombi, die ich mir da vorgestellt habe. Ja, aber ansonsten sind hier auf jeden Fall viele fancy Restaurants und Co.
und es sieht einfach schön aus. Man kann mal ein bisschen schönen Spaziergang einfach mal machen und auch mal ein bisschen genießen und nicht einfach nur vollgetaktet. Denn wir wollen nachher noch Katz Deli essen, deswegen müssen wir erstmal noch ein bisschen gehen, damit wir auch wieder Hunger kriegen. Denn darauf habe ich richtig Bock, muss ich sagen. Die Spring Street in Soho ist die, wo die ganzen Läden sind, also Chanel, Emporio Armani, Diesel, Adidas, Nike, man kennt sie, die Edelmarken, auch Adidas und Nike. Ja, und hier laufen dann halt sehr viele rum, aber so sieht man auch einen Porsche und so, ja, aber trotzdem auch immer noch solche kleinen Foodstands, die Hotdogs verkaufen. Nicht unweit von Soho ist NoHo. Ich weiß den Unterschied nicht zwischen den beiden Regionen. Aber hier gibt es Le Vin Bakery. Die sollen richtig geile Cookies haben. Daneben ist übrigens Los Tacos No. 1. Das ist das Taco-Franchise schlechthin hier in New York. Die sollen die besten Tacos machen. Da gehen wir auch morgen noch hin oder übermorgen noch. Werden wir auf jeden Fall noch holen. Aber jetzt holen wir uns mal was bei der Bakery hier und schauen mal, ob sich das lohnt. Die Schlange ist zwar lang, aber wird relativ schnell kürzer, weil es sind ja Cookies am Ende, ne? Der Cookie ist riesig, hat zwar aber auch $5 gekostet. Dafür ist er unglaublich weich. Es vergeht im Mund. Sehr butterig, aber auch nicht zu süß. Echt geiler Cookie. Dazu wird es auch langsam entspannter zum Ende hin. Denn wer so viel läuft wie wir, kann sich auch mal eine Pause gönnen. New York-Style versteht sich. Wir schauen zu, wie die Jungs hier Casual Basketball im Park spielen. Viel mehr USA-Feeling geht auch nicht, oder? Ich selbst mag ja immer die Momente auf Reisen, wo man sich wie ein Local fühlt. Und das ist genau so ein Moment. Ja, und jetzt gehen wir mal Richtung weiter, ne? Lower East Side habe ich ja gesagt. Hier gibt es sehr viele jüdische Bars, Restaurants und Co. Da war gerade so ein Kniesplatz, also von Jonas Schimmel oder wie das hieß. Richtig cool. Und jetzt gehen wir zu den bekanntesten Katz Delikatessen, denn die sind weltberühmt für Pastrami oder ihr Reuben Sandwich. Und ich bin richtig gespannt. Vorher wollte ich euch aber noch was zeigen. Russ & Daughters, die haben anscheinend richtig geile Bagels mit Lachs und Cream Cheese. So isst man den Bagel ja eigentlich hier und Kapern dabei. Mag ich aber nicht so. Werden wir wahrscheinlich die Tage aber auch noch testen. Generell, ich habe hier in dieser Gegend bei Katz und dem hier noch, glaube ich, 30 andere Sachen gefunden, die richtig lecker sein sollen. Chicken Fingers und auch ein paar vegane und vegetarische Restaurants. Ich hänge wieder eine Liste von Google Maps Sachen unten rein, die ihr euch angucken könnt. Da habe ich alles reingehauen, was ich mir angeguckt habe oder angucken wollte. Übrigens auf meinem Insta-Profil seht ihr die ganzen Bilder und Stories, die ich gemacht habe. Vielleicht noch ein bisschen Inspiration für euren Trip in die City. Aber genug Eigenwerbung. Ab zu Katz. Ich habe Appetit. Und die dürfen einfach auf einem New York-Trip nicht fehlen. Aber es ist arschteuer hier. Hier kriegt man auch super viele verschiedene andere Sachen. Also ihr braucht hier nicht nur wegen Pastrami-Sandwich. Es gibt ja auch Hotdogs für $3 und man kann hier noch Bagels bekommen und Rugula und Chocolate Babka, also so richtig jüdisch inspirierte Küche, jüdisch-amerikanische Küche. Die ganzen Bilder hier, alles so richtig urig und die Neonschilder. Und das Sandwich jetzt auch noch so lecker ist. Es ist schon ein riesiges Sandwich. Man kann vorne auch noch was zum Testen bekommen. Das werden die anderen bekommen, weil ich habe mir einen Sitzplatz gesichert für uns. Ja, und man bekommt auch so einen kleinen Zettel dazu, beim Eingang. Da wird dann drauf geschrieben, was man bestellt hat. Und muss man beim Ausgang bezahlen. Heißt, wenn man nichts nimmt und einfach wieder rausgeht, kann man den wieder abgeben und alles easy. Ich hab so Bock. Unglaublich. Während ihr auf das Sandwich wartet wie ich, schaut euch um. Der Laden ist von 1888 und die Einrichtung richtig oldschool. Und super viele Fotos mit Pommes gibt es übrigens auch an der Wand. Und dann kann ich beschreiben, das Fleisch ist insane zart. Das Brot ist nicht getoastet, ist also komplett kalt, mit Senf noch dabei. Ich habe noch nie so ein gutes Pastrami-Sandwich gehabt, das so im Mund zergeht. Aber wirklich teuer dafür. Aber gut, dass wir es gedrittelt haben, weil dann ist es ein perfekter Snack für uns. Und das ist auch nur $10 pro Person. Also eigentlich ganz easy. Am liebsten hätte ich alle Sandwiches getestet. Aber bei etwa $30 pro Sandwich echt happig. So, jetzt sind wir in der East Side, beziehungsweise East Village ist das, glaube ich, hier, ne?
keine Ahnung, Lower East Side halt, bei Katz Deli rausgegangen. Das gibt es übrigens schon seit 1888, insane. Bisher ist das meine Lieblingsarea, weil hier sind arsch viele Restaurants. Hier gibt es so einen Flohmarkt einfach mitten an der Straße. Und dann geht es runter zum Pier jetzt. Mal gucken, wie da ist, weil hier geht es ja auch nach Williamsburg. Da sind wir aber die nächsten Tage auch noch. Da soll es auch richtig cool sein. Ich bin richtig gehypt. Es macht so Spaß hier. Und das ist Tag 1 eigentlich. Solltet ihr noch Platz im Magen haben, sind hier einige Restaurants, die sich lohnen und gehypt werden. Gotham Burger zum Beispiel oder dieser Fried Chicken Laden. Aber ich bin echt voll. Next Step, Pier 36, direkt am Hudson River. Man kann hier auf die Manhattan Bridge und auf die Brooklyn Bridge schauen und sieht dann auch Williamsburg, wo wir in einem Video auch noch hingehen werden. Denn am Samstag ist Brooklyn dran und auch Dumbo und all diese Sachen, die da hinten sind. Bin ich auch richtig gespannt drauf. Aber jetzt genießen wir hier erstmal so ein bisschen die Atmosphäre. Und wir wollen heute auch noch mal aufs One World Trade Center. Das habe ich euch ja vorhin schon gezeigt. Und wir werden mal gucken, was wir noch so sehen können. Der Tag ist ja noch jung, wir haben jetzt aber schon 25.000 Steps drin. Deswegen müssen wir ein paar Pausen machen. Und dafür ist der Pier perfekt, denn man hat hier einen schönen Ausblick über den Hudson River und die Brücken nach Brooklyn. Da geht es übrigens an Tag 3 für uns hin. Ich hoffe, ihr freut euch auch schon so sehr wie ich. So, unser letzter Stop vor dem One World Trade Center. Jetzt sind wir wirklich in East Village, nachdem ich vorhin falsch war. Hier gibt es einen Ray's Candy Store. Das ist so ein älterer Typ, der so einen urigen alten Candy Store hat. Dann gucken wir uns mal an. Gehen hier noch ein bisschen durch den Park. Und dann geht es auch zum One World Trade Center. Und dann gehen wir vielleicht danach noch mal was machen. Aber das seht ihr dann. Hab nichts erwartet von East Village, aber anscheinend gibt es hier super viele Bars. Sehr viele junge Leute, die hier in Craft Bars und Co. gehen. Scheint so ein bisschen der Drinkers District zu sein. Gibt natürlich wahrscheinlich viele hier in Manhattan. Aber interessant. East Village und auch Williamsburg später sind meine Lieblingsdistricts in New York. Einfach weil es sich hier nicht nur nach Tourismus anfühlt, sondern man so ein bisschen einen Einblick in das Leben und die Seele New Yorks bekommt. So, es ist dunkel. Heute machen wir ein kurzes Ende, denn die nächsten Tage werden wir noch viel uns anschauen. Zum Abschluss habe ich aber noch ein kleines Highlight für euch, denn zum ersten Mal gibt es hier richtig Fast Food. Also natürlich war alles bisher irgendwie Fast Food, aber mal so ein richtiges Franchise. Shake Shack. Und wer meine Videos von meinen West Coast Trips schon kennt, weiß, wie sehr ich die Fast Food Kette liebe. Und der Burger mit diesen Pommes, wieder mal ein Highlight. Das genaue Review und alle anderen Fast Food Reviews gibt es dann in Teil 4. Da teste ich die ausgiebig. Aber erstmal genug für Video 1. Wir kommen mal langsam zum Schluss, oder? Das war es auch schon von unserem ersten Video. Wir hatten ja richtig viel schon gesehen. Also ich glaube in 1,5 Tagen so viel sehen, ist krass. Im nächsten Video machen wir noch ein paar geile Sachen. Und ich habe noch so viele Restaurant-Tipps. Mike aus dem Off, ich gebe aber an dich. Sag doch mal, was passiert im nächsten Video. Hau da rein. Im zweiten Video geht es dann auf die lange Tour durch Midtown. Wir essen wieder so unglaublich leckeres Zeugs. Pizza, Bagels und. Und wir schauen uns dann die Highline an. Ein Park auf einer alten Güterbahnstrecke. Und natürlich dürfen hier auch Empire State Building und Fifth Avenue nicht fehlen. Aber jetzt in die Highlights. Haut da rein!